Hallo, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Deutschlernen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein Thema, das für sehr viele Lernende wirklich wichtig ist. Heute sprechen wir darüber, wie du über dein tägliches Leben auf Deutsch sprechen kannst. Und ich würde sogar sagen, es ist eines der wichtigsten Themen überhaupt, Wirklich? Warum? weil es im Alltag ständig passiert. Du triffst Menschen, du sprichst mit Kollegen oder Freunden und fast immer kommt die gleiche Frage. Was machst du heute? Oder wie war dein Tag? Ja, das stimmt. Diese Frage kommt wirklich überall. Genau. Und wenn du darauf antworten kannst, kannst du automatisch an vielen Gesprächen teilnehmen. Aber genau das ist oft das Problem. Genau. Deshalb meine Frage an dich. Kannst du deinen Tag auf Deutsch beschreiben? Hm, vielleicht kennst du das. Du verstehst viel. Du kennst viele Wörter. Aber wenn du über deinen Tag sprechen willst, wird es plötzlich schwierig. Und dann entsteht kein richtiger Satz. Oder du musst lange nachdenken. Genau. Und das ist ein großes Problem. Denn im Alltag sprechen Menschen genau darüber. Ja, solche Fragen kommen immer. Was machst du heute? Oder wie war dein Tag? Und wenn du darauf nicht antworten kannst, fühlst du dich oft unsicher. Ich kenne das sehr gut. Ich hatte oft das Gefühl, ich weiß viel, aber ich kann nicht richtig sprechen. Und genau deshalb machen wir heute diese Folge. Was lernen wir heute? Heute zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du über deinen Alltag auf Deutsch sprechen kannst. Also wirklich sprechen, nicht nur verstehen? Genau. Du lernst, wie du deinen Morgen beschreibst, deine Arbeit und deine Freizeit. Das klingt sehr praktisch. Und wir machen es einfach. Mit klaren Sätzen, wichtigen Verben und vielen Beispielen. Also keine komplizierte Grammatik? Nein, nur das, was du wirklich brauchst. Das ist gut. Und ich sage dir noch etwas Wichtiges. Wenn du deinen Alltag auf Deutsch beschreiben kannst, kannst du mit fast jedem sprechen. Das stimmt eigentlich. Denn die meisten Gespräche im Alltag sind genau so. Also das ist wirklich ein Schlüssel. Genau. Und unser Ziel heute ist, du sollst am Ende dieser Folge sagen können, was du jeden Tag machst. Sag mal, Markus, ich habe eine Frage. Wie hast du diese Folge eigentlich aufgebaut? Gute Frage. Und ehrlich gesagt ist das sehr wichtig, Wirklich? Warum? weil Struktur beim Lernen alles ist. Wenn du einfach nur viele Wörter hörst, lernst du wenig, aber wenn du eine klare Struktur hast, lernt dein Gehirn viel schneller. Okay. Und wie ist unsere Struktur heute? Ganz einfach. Wir gehen Schritt für Schritt durch deinen Tag. Also wie im echten Leben? Genau. Zuerst sprechen wir über den Morgen. Was machst du nach dem Aufstehen? Das ist logisch. Danach gehen wir weiter zur Arbeit oder zum Studium. Also der nächste Teil vom Tag. Genau. Und am Ende sprechen wir über deine Freizeit. Das klingt wie eine kleine Geschichte. Genau. Und noch etwas ist wichtig. Wir erklären dabei immer die wichtigsten Wörter. Also nicht nur zuhören, sondern auch verstehen? Genau. Wenn ein Wort neu ist, erklären wir es direkt im Gespräch. Das ist sehr hilfreich. Und wir haben auch kleine Beispieldialoge für euch. Also echte Gespräche? Genau. So hört ihr, wie man im Alltag wirklich spricht. Das gefällt mir. Und ganz wichtig, ihr macht aktiv mit. Wie meinst du das? Wir machen kleine Sprechübungen. Ihr könnt Sätze laut nachsprechen. Ah, also nicht nur zuhören, sondern selbst sprechen. Genau. Und das ist der Schlüssel.
Bevor wir richtig loslegen, habe ich noch eine kurze Nachricht für euch. Ich habe mein erstes Buch veröffentlicht. Echt? Ja, und dieses Buch ist komplett auf Alltagssituationen aufgebaut. Also genau die Momente, in denen du wirklich Deutsch sprechen musst. Im Supermarkt, im Café, bei der Arbeit oder einfach im Gespräch mit anderen Menschen. Das klingt sehr praktisch. Genau das ist der Punkt. Du lernst nicht nur Wörter, sondern ganze Situationen. Du siehst, was du sagen kannst und wie echte Gespräche funktionieren. Ehrlich gesagt kommt das direkt aus meiner eigenen Erfahrung. Das Buch erzählt auch ein bisschen meine ersten Monate in Deutschland. Also, wie du selbst Deutsch gelernt hast? Genau. Ich hatte damals genau die gleichen Probleme. Ich kannte viele Wörter, aber ich konnte nicht flüssig sprechen. Ich habe viel übersetzt und war unsicher. Und dann habe ich angefangen, mit echten Sätzen und Situationen zu lernen. Und genau das findest du in diesem Buch. Also etwas, das man direkt benutzen kann. Genau. Du kannst die Dialoge lesen, laut sprechen und sofort im Alltag anwenden. Und das hilft dir, schneller zu sprechen, weniger zu übersetzen und mehr Sicherheit zu bekommen. Das ist wirklich hilfreich. Und wenn du genau das suchst, dann ist dieses Buch perfekt für dich. Du findest es ganz einfach in den Kommentaren. Okay, dann lass uns doch einfach direkt weitermachen mit unserem heutigen Thema. Wie spreche ich über meinen Alltag auf Deutsch? Gut, dann starten wir mit dem ersten Teil deines Tages, dem Morgen. Und wir machen das ganz einfach. Ich beschreibe meinen Morgen und du kannst direkt mitlernen. Okay, ich höre zu und versuche mitzusprechen. Ich stehe um 7 Uhr auf. Aufstehen bedeutet, dass du wach wirst und aus dem Bett gehst. Das ist immer der erste Schritt am Morgen. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ja, das ist einfach. Danach gehe ich duschen. Du kannst auch sagen, ich dusche. Beides bedeutet das Gleiche. Duschen heißt, dass du dich mit Wasser wäschst. Ich gehe duschen. Das klingt natürlich. Dann mache ich mir einen Kaffee. Mir bedeutet hier, dass du etwas für dich selbst machst. Also, ich mache den Kaffee für mich. Ah, also nicht für andere, sondern für mich selbst. Ich mache mir einen Kaffee. Genau. Du kannst auch sagen, ich mache mir jeden Morgen einen Kaffee. Das ist ein typischer Satz. Danach frühstücke ich. Frühstücken bedeutet, dass du am Morgen isst. Das ist die erste Mahlzeit am Tag. Ich frühstücke um 8 Uhr. Das ist ein guter Satz. Sehr gut. Und dann gehe ich zur Arbeit. Zur ist kurz für zu der. Du musst das nicht kompliziert verstehen. Du kannst es einfach benutzen. Ich gehe zur Arbeit. Ja, das kann ich sagen. Sehr gut. Jetzt hast du schon 5 wichtige Sätze für deinen Morgen. Ich sage sie noch einmal zusammen. Ich stehe auf, ich gehe duschen, ich mache mir einen Kaffee, ich frühstücke und ich gehe zur Arbeit. Das ist wirklich wie eine kleine Routine. Genau. Und das ist wichtig, dein Alltag ist immer ähnlich. Deshalb kannst du diese Sätze jeden Tag benutzen. Ich merke, dass ich nicht übersetzen muss. Ich kann die Sätze einfach sagen. Genau das ist das Ziel. Du denkst nicht mehr lange nach, du sprichst einfach. Ich glaube, das ist ein sehr guter Start für den Tag. Absolut. Und jetzt kannst du schon deinen eigenen Morgen auf Deutsch beschreiben. Gut, dann machen wir jetzt ein kleines Gespräch über den Morgen, so wie im echten Alltag. Okay, ich versuche einfach zu antworten. Super. Also, wann stehst du morgens auf? Ich stehe um 7 Uhr auf. Stehst du sofort auf oder bleibst du noch im Bett? Ich bleibe manchmal noch ein paar Minuten im Bett.
Das ist ganz normal. Und was machst du dann? Dann gehe ich duschen. Direkt nach dem Aufstehen? Ja, meistens. Und du? Ich mache oft zuerst Kaffee. Wirklich? Warum? Ich brauche Kaffee, um wach zu werden. Ja, das kenne ich. Ich mache mir auch immer einen Kaffee. Und frühstückst du? Ja, ich frühstücke jeden Morgen. Was isst du? Ich esse Brot und manchmal Obst. Das klingt gut. Ich esse oft nur schnell etwas. Hast du viel Zeit am Morgen? Nicht wirklich. Ich habe oft wenig Zeit. Ja, das ist bei mir auch so. Und wann gehst du zur Arbeit? Ich gehe um 8 Uhr zur Arbeit. Wie kommst du zur Arbeit? Ich fahre mit dem Bus. Ah, okay. Ich gehe oft zu Fuß. Das ist gut. Dann hast du ein bisschen Bewegung. Genau. So starte ich ruhig in den Tag. Das gefällt mir. Vielleicht mache ich das auch mal. Siehst du? Das ist ein ganz normales Gespräch über den Morgen. Ja, und die Sätze sind einfach. Genau. Und genau so kannst du im Alltag sprechen. Gut, dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Teil deines Tages. Arbeit oder Studium. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Bereich, weil du darüber fast jeden Tag sprichst. Wenn dich jemand fragt, was machst du? Oder wie war dein Tag? Geht es oft genau darum. Ja, und genau da habe ich früher oft Probleme gehabt. Ich wusste zwar Wörter wie arbeiten oder Büro, aber ich konnte meinen Tag nicht richtig erklären. Es war immer sehr kurz oder irgendwie unklar. Das ist ganz normal. Viele kennen einzelne Wörter, aber ihnen fehlt der Zusammenhang. Deshalb machen wir das jetzt ganz einfach und persönlich. Ich erzähle kurz von meinem Tag und du hörst zu. Ich fange meistens um 9 Uhr an zu arbeiten. Am Anfang des Tages öffne ich meinen Laptop und lese meine E-Mails. E-Mails lesen bedeutet einfach, dass du Nachrichten bekommst und sie anschaust. Danach beantworte ich viele Nachrichten, also ich schreibe zurück. Das nennt man E-Mails schreiben oder antworten. Das mache ich auch. Und manchmal dauert das sehr lange. Genau. Und danach habe ich oft Meetings. Ein Meeting ist ein Gespräch mit Kollegen über die Arbeit. Ah, ja? Ich habe auch oft Meetings und manchmal bin ich danach müde. Das ist normal. Müde sein bedeutet, dass du wenig Energie hast. Deshalb mache ich danach oft eine Pause. Pause ist wirklich wichtig. Ich gehe dann manchmal kurz spazieren oder hole mir einen Kaffee. Genau. Eine Pause machen heißt kurz stoppen und entspannen. Danach arbeite ich weiter. Am Nachmittag mache ich oft ruhigere Aufgaben. Ich lese, schreibe oder plane Dinge für den nächsten Tag. Das klingt strukturiert. Bei mir ist es manchmal chaotisch. Aber ich arbeite auch viel am Computer und spreche mit Kollegen. Und genau das sind typische Sätze. Ich arbeite am Computer, ich spreche mit Kollegen, ich habe viele Aufgaben. Ja, und am Ende des Tages sage ich oft, ich habe viel gearbeitet. Perfekt. Und dann kommt ein wichtiger Moment. Ich höre auf zu arbeiten. Das bedeutet, du bist fertig. Und das ist immer ein gutes Gefühl. Gut, dann kommen wir jetzt zum schönsten Teil deines Tages. Deine Freizeit und dein Abend. Und das ist ein sehr schöner Teil, weil du hier oft über Dinge sprichst, die dir Spaß machen. Ehrlich gesagt finde ich diesen Teil immer noch ein bisschen schwierig. Ich weiß oft nicht genau, was ich sagen soll, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Das verstehe ich. Aber genau deshalb ist dieser Teil so wichtig. In der Freizeit sprichst du oft persönlicher und das macht Gespräche interessanter. Lass uns das ganz einfach machen. Frag mich, was mache ich nach der Arbeit? Okay,
Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit gehe ich meistens nach Hause. Nach Hause gehen heißt einfach zurück in meine Wohnung gehen. Wenn ich zu Hause bin, ruhe ich mich zuerst ein bisschen aus. Sich ausruhen bedeutet, dass ich mich entspanne. Ich setze mich hin, mache vielleicht nichts oder höre ruhige Musik. Ah, das mache ich auch oft. Ich bin nach der Arbeit manchmal sehr müde und brauche erstmal Ruhe. Genau. Danach mache ich oft etwas, das mir Spaß macht. Zum Beispiel schaue ich eine Serie oder ich höre Musik. Eine Serie ist wie ein Film, aber in mehreren Teilen. Du kannst sagen, ich schaue eine Serie am Abend. Okay, das verstehe ich. Ich schaue auch oft Serien und manchmal höre ich Podcasts. Sehr gut. Podcasts hören ist auch ein typischer Satz. Manchmal treffe ich auch Freunde. Freunde treffen bedeutet, dass ich Zeit mit anderen verbringe. Wir sprechen, lachen oder gehen vielleicht zusammen raus. Ich sage oft, ich gehe mit Freunden raus. Ist das richtig? Ja, perfekt. Rausgehen bedeutet, dass du nicht zu Hause bleibst, sondern etwas unternimmst. Und wenn ich zu Hause bleibe, koche ich manchmal. Oder ich mache mir einfach etwas zu essen. Genau. Kochen bedeutet, dass du Essen vorbereitest. Und sich etwas machen ist auch ein sehr natürlicher Ausdruck. Wenn ich keine Lust habe zu kochen, bestelle ich manchmal Essen. Das mache ich auch. Das ist einfacher? Ja, und am Ende des Tages bin ich oft müde und gehe schlafen. Aber weißt du, manchmal sieht der Abend auch ganz anders aus. Man bleibt nicht zu Hause, sondern geht raus. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil vom Alltag, weil viele Gespräche genau darüber gehen. Zum Beispiel fragen dich Leute, gehst du oft aus? Oder was machst du am Wochenende? Ja, das stimmt. Und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so einfach zu erklären. Ich weiß nie genau, welche Wörter ich benutzen soll. Dann machen wir das jetzt ganz praktisch. Wenn du nicht zu Hause bleibst, kannst du sagen, ich gehe aus. Ausgehen bedeutet, dass du das Haus verlässt und etwas mit anderen Menschen machst. Du kannst auch sagen, ich gehe in eine Bar. Eine Bar ist ein Ort, wo du sitzt, etwas trinkst und mit Freunden sprichst. Ah, das mache ich manchmal. Also kann ich sagen, ich treffe Freunde in einer Bar. Genau, das ist ein perfekter Satz. Und wenn du etwas mehr Action willst, kannst du sagen, ich gehe feiern. Feiern bedeutet, dass du Musik hörst, tanzt und Spaß hast, oft am Abend oder in der Nacht. Ja, das kenne ich. Früher habe ich das oft gemacht. Sehr gut. Dann kannst du sagen, früher bin ich oft feiern gegangen. Früher bedeutet in der Vergangenheit, also nicht mehr jetzt. Okay, dann passt das gut. Heute ist es anders. Ich bin oft müde und bleibe lieber zu Hause. Perfekt. Dann kannst du sagen, ich gehe nicht mehr so oft aus. Oder ich bleibe am Abend lieber zu Hause und entspanne mich. Ja, das ist genau mein Leben im Moment. Und das ist völlig normal. Viele Menschen ändern ihren Alltag. Manchmal willst du rausgehen, manchmal willst du Ruhe. Ich merke, dass ich jetzt viel besser sagen kann, was ich mache und wie ich mich fühle. Genau. Und das ist das Ziel. Du beschreibst dein echtes Leben mit einfachen Sätzen. Und das reicht völlig. Absolut. So entstehen echte Gespräche. Bevor wir den Tag beenden, sprechen wir noch kurz über einen sehr wichtigen Teil. Das Schlafen und deine Abendroutine. Oh ja, das ist interessant. Aber ich weiß gar nicht genau, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Kein Problem. Wir machen das ganz einfach.
Ich erzähle kurz von meiner Routine am Abend. Am Abend versuche ich, mich zu entspannen. Ich schaue nicht mehr viel auf mein Handy und mache ruhige Dinge. Danach bereite ich mich auf das Schlafen vor. Sich vorbereiten bedeutet, du machst alles, was du brauchst, bevor du ins Bett gehst. Also zum Beispiel Zähne putzen? Genau. Zähneputzen ist ein typischer Teil der Abendroutine. Oder du kannst sagen, ich wasche mein Gesicht. Ah, das mache ich auch jeden Abend. Sehr gut. Danach gehe ich ins Bett. Ins Bett gehen bedeutet, du legst dich hin, um zu schlafen. Und schläfst du sofort ein? Nicht immer. Einschlafen bedeutet, dass du wirklich beginnst zu schlafen. Ah, okay. Manchmal liege ich im Bett, aber ich schlafe nicht sofort. Genau. Dann kannst du sagen, ich kann nicht sofort einschlafen. Das passiert mir oft. Und wenn ich schlafe, versuche ich genug Schlaf zu bekommen. Genug Schlaf bedeutet, dass man lange genug schläft? Genau. Zum Beispiel 7 oder 8 Stunden. Ich schlafe manchmal zu wenig. Dann kannst du sagen, ich schlafe zu wenig. Und wenn ich gut schlafe? Dann sagst du, ich schlafe gut. Das ist einfach. Genau. Und am nächsten Morgen bist du dann hoffentlich fit. Fit bedeutet, dass ich Energie habe? Genau. Du fühlst dich gut und wach. Und jetzt kommt noch etwas, das viele Menschen kennen, aber nicht so gern sagen: Schlafprobleme. Oh ja, das ist ein gutes Thema. Ich habe oft Probleme beim Schlafen, aber ich weiß nie genau, wie ich das auf Deutsch sagen soll. Dann schauen wir uns das jetzt an. Ein sehr wichtiger Satz ist: Ich kann nicht gut schlafen. Schlafen bedeutet einfach, du bist im Bett und ruhst dich aus. Okay, und wenn ich lange wach bin? Dann kannst du sagen, ich kann nicht einschlafen. Einschlafen bedeutet vom Wachsein in den Schlaf gehen. Ah, das passiert mir oft. Ich liege im Bett und denke viel nach. Genau. Dann kannst du sagen, ich denke zu viel oder ich bin im Kopf sehr aktiv. Ja, das passt gut. Ein anderes Problem ist, du wachst in der Nacht auf. Wie sagt man das? Ich wache nachts auf. Aufwachen bedeutet, du bist plötzlich wieder wach. Ah, das kenne ich auch. Dann kannst du sagen, ich schlafe schlecht. Das bedeutet, dein Schlaf ist nicht gut. Und wenn ich am Morgen müde bin? Dann sagst du, ich bin müde oder ich habe schlecht geschlafen. Das ist ein sehr typischer Satz. Genau. Und wenn du gut schläfst, sagst du, ich schlafe gut. Das klingt viel besser. Absolut. Und noch ein wichtiger Ausdruck, ich brauche mehr Schlaf. Ja, das sage ich oft. Viele Menschen sagen das. Ich merke, das sind alles sehr nützliche Sätze für den Alltag. Genau, denn über Schlaf spricht man sehr oft. Stimmt. Jeden Tag fragt jemand, wie hast du geschlafen? Genau. Und jetzt kannst du darauf antworten. Ja, jetzt kann ich sagen, ich habe gut geschlafen oder ich habe schlecht geschlafen. Perfekt. Und genau so baust du Schritt für Schritt dein Deutsch auf. Und jetzt möchten wir dich ein bisschen einbeziehen. Genau, jetzt bist du dran. Denk einmal kurz nach. Wie sieht dein Tag aus? Was machst du morgens? Wann stehst du auf? Trinkst du Kaffee? Frühstückst du? Und wie sieht dein Arbeitstag aus? Arbeitest du im Büro? Lernst du? Hast du viele Meetings? Und am Abend triffst du Freunde? Schaust du Serien? Oder bleibst du lieber zu Hause? Versuche ein paar einfache Sätze zu bilden.
Du musst nicht perfekt sein. Genau. Zum Beispiel, ich stehe um 7 Uhr auf oder ich arbeite am Computer. Oder am Abend treffe ich Freunde. Oder ich gehe früh schlafen. Und jetzt kommt unsere kleine Aufgabe für dich. Schreib in die Kommentare 3 bis 5 Sätze über deinen Tag. Gut, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Heute haben wir gemeinsam gelernt, wie du über deinen Alltag auf Deutsch sprechen kannst. Genau. Wir haben Schritt für Schritt deinen ganzen Tag aufgebaut. Vom Morgen über die Arbeit bis zur Freizeit und zum Schlafen? Und du hast gesehen, du brauchst keine komplizierten Sätze. Genau. Einfache Sätze reichen völlig aus. Wir haben wichtige Verben gelernt wie aufstehen, arbeiten, machen, treffen oder schlafen. Und wir haben viele Beispiele gehört, die du direkt im Alltag benutzen kannst. Genau das ist das Ziel. Nicht nur verstehen, sondern wirklich sprechen. Und ich finde, man merkt schnell, wenn man über sein eigenes Leben spricht, wird alles viel leichter. Absolut. Dein Alltag ist das beste Thema zum Üben, weil du ihn jeden Tag kennst. Und du kannst sofort anfangen. Genau. Schon heute. Sag ein paar Sätze über deinen Tag. Laut oder in deinem Kopf. Oder schreib sie in die Kommentare. Genau. Und denk daran, du musst nicht perfekt sein. Fehler sind okay. Sehr gut. Wichtig ist nur, dass du sprichst und übst. Schritt für Schritt wirst du sicherer. Und irgendwann sprichst du ganz automatisch. Und genau das wollen wir erreichen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns unterstützt. Du kannst den Podcast liken oder abonnieren. Das hilft uns sehr und motiviert uns, weitere Folgen zu machen. Und schreib uns gerne, welche Themen dich interessieren. Vielleicht möchtest du mehr über Gespräche im Alltag lernen. Oder über typische Fehler beim Deutschlernen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir wünschen dir viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Tschüss.